Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Allblick Kutscher Garage. Ja, weiteres Video von unserem Kompressor-Swap am M50 und da geht es heute um diese Geschichte hier. Genau, wir müssen das Kompressorsystem mit Öl befüllen. Da gibt es eine spezielle Anleitung von Rotax, wie man das zu machen hat. Das machen wir jetzt. Und dann kümmern wir uns noch um die Intankpumpe. Die Füllen macht man jetzt relativ einfach. Nimmt diesen Peilstab da raus, füllt jetzt da Öl ein und macht die Rücklaufseite auf. Und füllt halt da Öl rein, macht einen Überdruck rein und schaut bis von der Einlaufseite wieder, also quasi der Rücklauf vom Kompressor, da wieder Öl rauskommt, dann ist was drin. Und dann prüfen wir aber währenddessen auch noch schnell, ob da auch wirklich der Kompressor Öldruck aufbaut. Gut, machen wir erstmal die Schrauben wieder auf. Jetzt natürlich erstmal einiges durchfahren, weil der Kühler ja leer ist. Ja. Wir sind auf Öl gestoßen. Und zwar, so, das ist jetzt die Rücklaufleitung. Drehen wir schnell. Sieht man, dass hier das Öl wieder zurückläuft, wenn man da drüben dreht. Wir meinen, Deckel zu und dann probieren mit unserer anderen Konstruktion. So, damit wir jetzt prüfen können, ob das überhaupt so alles funktioniert, haben wir uns wieder Spezialkonstruktion einfallen lassen. Akkuschrauber, und wir haben ja mal die Riemenscheibe getauscht wegen Freigängigkeit. Die braucht man natürlich da herum, am Akkuschrauber jetzt natürlich nicht. Da unten natürlich schon, und wir haben nur den alten Riemen. Das können wir jetzt hier auflegen. Und dann wichtig ist, dass das Ganze im Uhrzeigersinn rotiert, nämlich so. Da müssen wir das natürlich noch irgendwie sauber gerade auflegen. Und dann können wir schauen, ob es noch so einen Kontrollstrahl gibt. Die Originalanleitung sagt ja dazu, man möge das doch bitte mit so Befülldingenskirchen da so ein Ausblasgerät machen. Und zwar im da montierten Zustand. Also das funktioniert schon mal gar nicht so. Wir haben schon geputzt. An den einfach abschrauben, so wie wir es gemacht haben. Dann einfach die Verschlussstopfen da reinschrauben. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt ein Unterdruckbefüllgerät mal gekauft. Da hat natürlich genau der eine Adapter gepasst. Und dann schön mit einem Bar Druck reinmachen und dann vorsichtig die Scheibe drüben drehen. Damit hat es bei uns sehr gut funktioniert und wir haben jetzt auch noch überprüft, das kommt ja dann, wenn man mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber da Drehung drauf bringt über den Riemen, kommt da richtig schön viel Flüssigkeit an. Das ist eigentlich alles ganz cool so. Und wir haben gesehen, dass ausreichend Flüssigkeit ankommt. Also das funktioniert jetzt schon mal. Bleibt das letzte Thema, wir müssen uns um die Tankgeschichte kümmern. So, herzlich willkommen zum Benzinpumpenbuffet. Wir dürfen, diese Geschichte ist eine Walbro-Pumpe, müssen wir da rein integrieren. Die ist immer mit dem Kabelbinder mal frisiert. Die Geschichte muss da rein. Wir haben jetzt extra für den Zweck einen zweiten Tankrohrgeber mit Pumpe organisiert, damit wir das gemütlich da ausbauen können und Ersatzteile hätten, wenn es wäre. Da ist ein Stecker dran. Man sieht auf der Seite, da sind so Rundsteckhülsen drauf. Deswegen haben wir, also wir müssen theoretisch das Kabel hier rein integrieren. Das da. Jetzt können wir da zwei Sachen machen. Entweder man lötet die ganze Geschichte, Stecker müsste dann irgendwo da sein, müssen wir da oben irgendwo löten. Kann man machen, gibt aber von BMW so ein Reparaturkit. Das Ganze sieht dann so aus.
sind mehr oder weniger 2 Flachsteckhülsen und der Stecker, der da passt, der passt nachher in die Wallbro-Pumpe rein. Das krimpt man jetzt einfach da drauf und dann haben wir schon gewonnen. Braun war Masse, das Violette oder was auch immer das da sein soll, ist Plus. An der Pumpe selber ist das überall angezeichnet, da ist Minus, da ist Plus und dasselbe ist bei der Pumpe auch angezeichnet. Wir machen jetzt noch die Leitungen neu. Ja klar, bei dann noch geht kein Thema, also wirklich, aber wenn wir schon dabei sind. Wir haben jetzt auch noch ein Thema, und zwar, das hier schaut zwar da durch von der Pumpe, alles cool. Problem ist aber, da ist in der Mitte, ich weiß nicht ob man es sieht, so ein kleiner Bolzen mehr oder weniger, wo dann am Ende des Tages dieser Filter hier drauf kommt. Der muss hier da so drauf, geht natürlich mit dem nicht, das müssen wir jetzt ein bisschen frisieren. Wenn wir erst einmal das da wegschneiden und dann schauen, ob wir da in der Mitte ein kleines Loch bohren und da den Filter wieder drauf zum Installieren. Wir sind jetzt hergegangen und da unten erstmal alles weggeschnitten, haben dann mit einem Stufenbohrer da ein rundes Loch reingemacht. Jetzt ist es natürlich praktisch, dass da oben noch so ein bisschen so eine Ausbuchtung ist, das ist natürlich top, weil jetzt kann man das hier reinschieben und jetzt fluchtet das, wenn man das da richtig montiert, da unten so richtig schön rein. Jetzt kann man da oben noch einen Fixierungskabelbinder drüber machen, dass die Pumpe immer runterdrückt, die ist unten sauber zentriert und man kann jetzt dann diesen Filter hier da sauber anbringen. Passt. Geprüfte Qualität. Was natürlich noch nicht ganz passt, der Filter, der hat da unten noch so einen Steg. Und das ist natürlich genau am Plastik rumgegangen, also haben wir das Plastik noch ein bisschen frisiert. Aber jetzt passt fast perfekt. Eigentlich passt perfekt. Da kommt jetzt noch so eine Sicherungsscheibe drauf. Push it to the limit. Das ist da gerade durch. Vielleicht macht man sowas am Boden drum. Man kann es prinzipiell nicht so weit fallen. Also Leute von Wallbro, bitte macht da Installationshilfe mit dazu. Ja, ich glaube, so ist es gedacht. Ja, fest. Kann man da schön mit der 5er Nuss drüber einwandfrei. Letzter Schritt noch ein Außeneinsatz.
Ewigkeit später. Damit man sich jetzt da nicht so schwer tut, installiert man erst diesen Kunststoffring da im Tank, schmeißt ihn am besten gleich rein, dann haben wir so richtig gewonnen. So, jetzt sitzt das da schön. Jetzt kann man hergehen, kann einfach die Pumpe nehmen, wie ein zivilisierter Mensch im 21. Jahrhundert. Installieren, Ring drauf. Schraubst du einen Stecker Am besten tun wir den Stecker vorher raus, das hilft auch noch ganz viel. Schaut man noch, dass man die Dichtung natürlich sauber drauf hat. Alle Teile sind jetzt soweit drin, Ladegerät steckt, Laptop ist dran. Das heißt, wir machen jetzt einen Anruf, dass wir die ganze Geschichte hier eine Basismap hoffentlich drauf bekommen und dass wir das erste Mal einen Schlüssel rumdrehen können. Machst du mal die Zündung aus und wieder an? Ja. Setz dich mal im Fahrersitz Ja, sitzt. und gib mal Gas. Vollgas. Ja. Halten. Gut, runter. Runter. Den Schlüssel drin starten. Was geht? Gut, Kiste läuft, wir gehen auf Probefahrt. Läuft es erstmal soweit, ist fahrfähig, man kann bis 3000 gemütlich fahren. Wir werden jetzt dann schauen, ob nach wie vor nach dem ersten Mal warm, wenn man so richtig alles dicht ist. Ja. Und damit sind wir jetzt erstmal mit rein Hardware-Umbau soweit fertig. In einem von den nächsten Videos seht ihr dann, wie die ganze Kiste dann vermutlich am Prüfstand steht. Was? Schön, dass du da bist. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Schön, wenn du drauf wärst.